Stellen wir uns einmal vor, ich will euch Daten schicken und habe dafür nur ein Rudel farbiger Taschenlampen. Morsen kann ich auch nicht, war mir viel zu anstrengend, es zu lernen. Das ist nicht weiter schlimm, ich kann ja programmieren und weiß, wie binäre Daten funktionieren. Ich nummeriere das Alphabet durch, wandle sie in binär um. Dafür brauche ich 5 Bits. Macht Sinn, oder? Oh, hoppala. Jetzt haben wir mehrere Probleme. Erstens, ihr wisst doch noch gar nicht, wann ich die Daten übertrage. Ist ja kein Ding, ich leuchte einfach mit der roten Lampe in eure Richtung, wenn es gerade nichts zu sagen gibt. Und leuchte mit der grünen Lampe, sobald ich etwas übertragen möchte. Mit der blauen Taschenlampe übertrage ich dann die Daten. Legen wir einfach mal los. Jo, gucken. Noch nichts? Jetzt 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Okay, das war's. Das passt aber nicht ganz. Das sind nicht genug Bits. Das sind ja nur 7 Bits, die da übertragen worden sind. Also, irgendwas ist da jetzt nicht richtig gelaufen. Ich wollte euch das Wort Fox übertragen, mit insgesamt 15 Bits. Aber von diesen 15 Bits ist irgendwie nur jedes zweite Bit angekommen, so als wüssten wir nicht, wann ein Bit anfängt und wann es aufhört. Ja, es liegt daran, dass uns eine Information fehlt, nämlich der Takt. Und den Takt, den können wir simulieren, indem wir das grüne Licht blinken lassen. Okay, und jetzt probieren wir mal die Sache mit Takt noch einmal. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Tada! Und wir haben es vollständig. Wenn ihr zufälligerweise auch eine blaue Taschenlampe habt und ihr von den Nullen und Einsen immer noch nicht die Schnauze voll habt, könnt ihr mir gleichzeitig eine Nachricht schicken, während ich euch eine schicke. Dazu müsst ihr immer kurz bevor das grüne Licht blinkt bereits eure Taschenlampe bereithalten. Und das rote Licht signalisiert ja, wann wir beginnen. SPI funktioniert fast genauso. Und falls ihr euch jetzt fragt, wofür ein so simples Konzept in unserer modernen Welt überhaupt gut ist, hier ist ein Bild von einer MicroSD-Karte mit ihrem SPI-Port. Es besteht in der Grundlage aus 4 Anschlüssen. Dem roten Licht, das wir vorher verwendet haben als Chip Select, dem grünen Licht als SCK, was Clock bedeutet, dem blauen Licht als MOSI, Master Out Slave In, und eurem blauen Licht als MISO, Master In Slave Out. Und alle diejenigen, die jetzt an Sadomaso gedacht haben, dürfen jetzt 3 Sekunden lang kichern. Okay, weiter geht's. Kurz zu den Grundlagen. Ein und Aus werden ab jetzt als High und Low bezeichnet. Außerdem ist für hier noch unbekannt. Was ist zum Beispiel der Standardwert der Clock? Low oder High? Außerdem, sollen wir lesen, wenn das Signal umschaltet oder wenn es wieder zurückschaltet? Die beiden Werte, die das definieren, heißen CPOL und CPHA. Um es nicht unnötig kompliziert zu machen, ist für dieses Video CPOL und CPHA beides 0. Das ist für uns intuitiver. Das bedeutet jetzt, immer wenn SCK eine steigende Flanke hat, also von Low auf High geht, guckt der Master, welches Signal an Master in Slave Out anliegt und der Slave entsprechend, was der Master an MOSI sozusagen hat. Immer wenn SCK eine fallende Flanke hat und somit von High auf Low geht, oder aber Chip Select eine fallende Flanke hat und somit den Startschuss gibt, ist es das Zeichen sowohl für den Master als auch für den Slave, schnell das blaue Signal für das nächste Bit umzuswitchen. Dadurch, dass die beiden ihre eigene Leitung, also sozusagen jeweils ihre eigene blaue Taschenlampe haben und das Signal halten, bis der Gegenüber es sicher gelesen hat, geht weder ein Bit verloren, noch stören die beiden Chips sich gegenseitig ihre Signale. Aber was ist, wenn der mächtige Master nach mehr als nur einem Slave verlangt? Genau dafür ist das Chip Select da. Da wir jeweils 2 von den 3 Chips auf taub stellen können, können wir ungestört den dritten Slave mit Befehlen bombardieren. Es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, aber in der Bastler-Szene sind pro Slave ein Chip Select Standard. Das nennt man Independent Slave Configuration. Mit SPI und genügend Chip Select Pins können wir also viele Geräte an SPI gleichzeitig anschließen. Zum Beispiel einen Temperatursensor, einen Drucksensor, einen Speicher und so weiter. Hier möchte ich jedoch etwas anmerken. Da SPI so oft verwendet wird, haben unterschiedliche Hersteller auch unterschiedliche Bezeichnungen. CS, also Chip Select, wird sehr oft Slave Select genannt. MISO wird oft SDO genannt für Slave Data Out, genauso wie MOSI oft Slave Data In heißt, also SDI. Manchmal heißt es auch D-Out und D-In, je nach Alkoholisierungsgrad des Herstellers.
Deshalb sollte man immer im Datenblatt lesen, was dieser Buchstabensalat jetzt schon wieder bedeutet. So, und das war's auch schon von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, legt euch in die Haie, es ist ja schon spät.